Es fühlt sich komisch an, nach einer langen Reise nach Hause zu kommen. Es hat sich nichts verändert. Alles sieht gleich aus. Es fühlt sich gleich an. Ja, es riecht sogar wie immer. Was sich verändert hat, bist du. Die emotionale Achterbahnfahrt hat sich schnell gelegt, nachdem ich zu Hause, in diesem Fall bei meinen Eltern, ankam. Die Freude auf meine Familie, Freunde und den Schnee war groß. Außerdem auch endlich mal wieder andere Klamotten tragen. Die frühe Dunkelheit macht mir ganz schön zu schaffen und hat meinen Jetlag wohl auch erst so richtig ausgelöst. Eine ganze Woche fühlte ich mich total neben der Spur. Extreme Müdigkeit, Übelkeit und allgemeines Unwohlsein hatten mich ganz schön im Griff. Weihnachten stand plötzlich vor der Tür. Alles wurde etwas langsamer für ein paar Tage. Bis Weihnachten waren schon die ersten 3,5 Wochen vergangen und ich bemerkte, wie die Zeit raste. Wenn man meinen Worten vor ein paar Wochen lauschen würde, wenn ich mit Freunden in Australien sprach, würde man mich hören sagen, die Zeit würde ja niemals vergehen, bis ich wieder da bin. Und auch da wurde ich vom Leben eines Besseren belehrt. Insgeheim wünsche ich mir wohl, die Zeit anhalten zu können, jede Sekunde mit meiner Familie und Freunde festzuhalten. Doch natürlich geht das nicht. Man muss lernen, den Moment zu schätzen, den man zusammen hat. Das ist eines der vielen Dinge, die ich im letzten Jahr gelernt habe. Ruhe zu lassen, stehen bleiben und genießen. Vor mir stehen 6 Videos aus Australien, die bearbeitet werden wollen. Was gut ist, denn außer den Videos zum Sport gehen und alle Menschen aus meinem Umfeld abklappern, habe ich nicht viel zu tun. Was mich ins Hier und Jetzt bringt. Ich bin jetzt mittlerweile seit 6 Wochen ungefähr wieder in Deutschland und befinde mich gerade in meinem alten Kinderzimmer, aka das Ankleidezimmer. Aber keine Sorge, ich darf im Gästezimmer schlafen. Also für mich ist gerade Halbzeit. In ungefähr 6 Wochen fliege ich wieder nach Australien zurück. Ich bin ja hier nur auf Besuch für 3 Monate. Das hatte ich euch ja in den letzten Videos auch schon mal erzählt. Sorry übrigens, ich musste, weil die Sonne da ist, ein ganz seltener Gast, musste ich gerade das Rollo ein bisschen runterlassen. Deswegen habe ich jetzt hier so ein bisschen Sonne auf meinem Gesicht, aber ich freue mich sehr über die Sonne. Wenn auf eins kein Verlass ist, dann auf die Sonne in Deutschland. Aber gut, weiter im Text. Ich habe letzte Woche mein Visum beantragt, mein Second Year Working Holiday Visa und warte jetzt auf die Genehmigung. Sitze so ein bisschen auf heißen Kohlen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das auch genehmigt wird und dass alles gut gehen wird. Aber ich bin trotzdem ein bisschen nervös. Aber wenn das genehmigt ist, dann ja, freue ich mich sehr und bin sicherlich sehr erleichtert. Ja, und die letzten Wochen haben mich auf jeden Fall einige Fragen beschäftigt. Unter anderem zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich ein Zuhause? Was bedeutet Zuhause für mich? Weil sich natürlich die letzten Monate viel darum gedreht hat, ich fliege nach Hause. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich von meinem Zuhause
in ein anderes Zuhause fliege oder in mein altes Zuhause. Ich konnte das gar nicht so richtig definieren und da gingen mir so ganz viele Fragen durch den Kopf und da habe ich mich gefragt, ist das ein Ort, an dem sich das WLAN automatisch verbindet? Weil dann hätte ich nämlich sehr viele Zuhauses, so ungefähr auf der ganzen Welt oder bei sehr vielen Freunden auch. Oder ist es ein Ort, an dem man kein Toilettenpapier auf die Toilettenbrille legen muss oder an dem man sich einfach wohlfühlt? Oder ist es ein Ort, an dem man aufgewachsen ist oder offiziell gemeldet ist? Und da sind mir so ein paar Dinge klar geworden. Für mich ist ein Zuhause ein Gefühl, da wo Menschen sind, die mir nah am Herzen liegen, die ich liebe, zu denen ich dazugehöre. Und mir ist irgendwie klar geworden, dass Australien auch ein Zuhause für mich mittlerweile geworden ist. Es ist viel mehr als eine Reisedestination für wie so viele Leute. Für mich ist das viel, viel mehr als das. Also ich fühle mich da wirklich wie zu Hause. Ich fühle mich dort so wohl, wie ich mich hier in Deutschland fühle. Zwar habe ich vor meiner Abreise vor einem Jahr mich hier nicht mehr so wohl gefühlt, das hat sich mittlerweile aber geändert, seitdem ich wieder hier bin. Ich bin mir auch klar geworden, was für ein großes Privileg ich habe, zwei Orte zu haben, die ich mein Zuhause nennen darf, an dem ich mich so wohl fühle, an dem ich mich sicher fühle. Und ich glaube, dass es nur ganz wenige Menschen in ihrem Leben überhaupt erfahren dürfen. Und ich bin da so unglaublich dankbar für. Das ganze Jahr war sehr intensiv in allen Aspekten. Ich habe sehr viel über mich nochmal gelernt, was ich gar nicht so erwartet habe. Ich dachte, ich bin schon an einem Punkt, wo ich sage, ich kenne mich eigentlich schon ganz gut. Aber ich habe mich auch, habe nochmal so eine Wandlung hingelegt, so, aber so vor allem innen drin viel. Und ich durfte auch sowieso im Allgemeinen sehr viel lernen über andere Menschen. Ich habe sehr viel Skills gelernt und bin da unheimlich dankbar für. Und das möchte ich für nichts in der Welt eintauschen. Ja, ich habe also dieses Jahr auch ein bisschen Revue passieren lassen, die letzten 6 Wochen. Da wird in nächster Zeit auch noch ein bisschen was dazu kommen. Also der Content wird sich natürlich hier so ein bisschen verändern die nächsten Wochen, bis ich wieder zurück down under bin. Ja, ich werde so ein bisschen ein paar Sachen durchgehen und euch da bestimmt auch noch mal mitnehmen durch mein ganzes Gedankenkarussell. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin extrem dankbar für das Jahr, extrem dankbar für meine Erkenntnisse auch aus dem Jahr und bin super gespannt auf dieses Jahr. Ich freue mich extrem drauf. Also vielleicht, um auch mal die Leute abzuholen, die mich nicht kennen, weil ich das auch, glaube ich, noch nie thematisiert habe hier auf dem Kanal. Ich bin ja vor einem Jahr in Australien eingereist, ziemlich genau vor einem Jahr, mit meinem ersten Working Holiday Visa. Und ich war davor bereits zweimal in Australien. Einmal 2016 nach meinem Auslandsaufenthalt in Neuseeland für 6 Wochen und einmal Ende 2019 für 8 Wochen an der Westküste. Das erste Mal war die Ostküste. Und bei den beiden Besuchen ist mir total klar geworden, dass ich dieses Land länger und intensiver bereisen möchte. Und nach dem Aufenthalt 2019 war ich eigentlich schon bereit, meinen Job hinter mir zu lassen und ja, dieses große Abenteuer zu starten. Aber ihr wisst ja alle, was Anfang 2020 passiert ist und für 3 Jahre unser Leben verändert hat. Deswegen war das so nicht möglich. Ich bin aber dabei geblieben, daran festzuhalten, dass ich das unbedingt machen möchte, bevor ich 31 werde. Jetzt bin ich 28 übrigens. Und habe den Traum dann vor einem Jahr endlich umgesetzt. Das heißt, ich habe in Deutschland hier auch grundsätzlich erstmal nichts mehr. Also weder eine Wohnung noch ein Auto noch ein Job oder sonst irgendwas. Es ist alles aufgelöst. Und deswegen habe ich hier natürlich auch aktuell quasi keine Verpflichtung und kann einfach meine Zeit genießen, was sehr schön ist. Und diese Entscheidung war die beste Entscheidung aus den letzten Jahren, die ich getroffen habe. Ich bin da sehr, sehr glücklich drüber und super zufrieden mit. Und die nächsten 2 Jahre ist der Plan, noch weiter zu reisen. Nichtsdestotrotz mache ich mir natürlich auch meine Gedanken, wie es danach weitergehen soll. Deswegen auch diese Gedanken zu dem, was ist eigentlich mein Zuhause, wie definiere ich das, wie möchte ich leben. Das beschäftigt mich natürlich aktuell sehr viel und ich habe da keine Antwort drauf. Mich fragen natürlich viele Leute zu Recht, willst du auswandern, wie geht's weiter? Ich weiß es nicht. Aber ich bin auch ein Mensch, der
alles auf sich zukommen lässt und immer offen ist für irgendwas Neues und was auszuprobieren. Da bin ich immer vorne dabei. Und ich werde einfach sehen, was die Zukunft bringt. Aber wie ihr euch sicherlich denken könnt, mache ich mir auch meine Gedanken darum. Und wenn ich zu irgendeinem Entschluss komme, dann werde ich euch natürlich daran teilhaben lassen und euch diesbezüglich updaten, wenn ich irgendwas habe. Ich genieße derweil hier noch meine Zeit. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten und Silvester gut überstanden, auch wenn das schon ein paar Wochen her ist. Ich freue mich auf jeden Fall, euch im nächsten Video wiederzusehen. Danke fürs Zusehen. Ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn ihr den Kanal abonniert und kommentiert. Und übrigens, wenn ihr kommentiert und aus eurem Namen nicht ersichtlich ist, ob ich euch persönlich kenne, dann schreibt es bitte gerne mal dazu. Ich bin immer am Rätseln, ob wir uns kennen oder nicht, da mittlerweile ja auch Leute hier auf diesem Kanal sind, die mich persönlich gar nicht kennen, finde ich das sehr interessant und freue mich sehr. Und ansonsten, wenn irgendwelche Fragen sind, dann gerne damit in die Kommentare. Ich beantworte das, soweit es geht, sehr gerne. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Das ist wirklich der größte Scherz, dass genau jetzt die Sonne scheint, wo ich ein Video drehen will. Super! Aber ich liebe dich trotzdem, Sonne. Mikrofontest 1, 2, 3.